Hallihallo, ihr Lieben. Ich freue mich total, euch eine wundervolle kleine Serie vorzustellen, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar schauen wir uns in dieser Serie wissenschaftliche Erkenntnisse an. Genauer gesagt, das sogenannte Ethogramm zum Unwohlsein und Schmerzen von Pferden. Das hilft uns, kleinste Anzeichen von Unwohlsein, Stress oder Schmerzen zu erkennen im Pferd. Und das ist ja im täglichen Leben und im Training mit Pferden total wichtig. Das wird eine Folge hier von 7 Teilen und da spreche ich über das, was du beim Pferd sowohl an den Gliedmaßen und Körperbewegungen erkennen kannst, am Kopf, Nacken, Mund und auch an den Lippenbewegungen. Das machen wir heute in dieser ersten Folge und darüber, wie Aufmerksamkeiten auf einen bestimmten Bereich abzielen beim Pferd, wenn die sich umdrehen und in eine bestimmte Richtung gucken. Wir machen auch etwas über das Ohr- und Schweifverhalten, da mache ich eine ganze Folge zu. Und natürlich den Gesamtausdruck des Pferdes, veränderte Ess- und Trinkgewohnheiten. Und natürlich mache ich auch für dich ein Fazit und das, was du im Allgemeinen so im Leben mit deinem Pferd daraus anwenden kannst. Also, als erstes einmal, was dich in diesem Video erwartet. Los geht's! Ich freue mich ganz doll. Und zwar bleib bitte bis zum Schluss dran, denn ich zeige dir auch Beispiele aus der Praxis, ganz viele Videos, echte Videosequenzen aus der Tiermedizin, wie das bei Pferden aussieht und was du eben halt mitnehmen kannst ins tägliche Leben mit deinen Pferden, vor allen Dingen auch, wenn du Pferde trainierst. In diesem Unwohlsein- und Schmerzethogramm liegt relativ viel drin. Ich muss hier immer so ein bisschen rumgucken, weil ich sehen muss, wo ich hinklicke, dass du dich nicht wunderst, wo meine Augenbewegungen hingehen. Ich habe hier noch einen Screen, da muss ich immer drauf gucken. In dem einen ist die Kamera und im anderen muss ich immer drauf gucken, was da noch so ist. Also, das heißt, jetzt klicke ich auf die PowerPoint und zeige dir nämlich einmal zu diesen Ethogrammen unheimlich viel dazu, wie das einmal in Bildern aussieht und dann aber auch Filme dazu. Ich habe eine staatlich anerkannte Fachhochschule gegründet und damit drin ja die Methode EBC entwickelt, Evidence-Based Equine Communication. Wir bilden Trainer aus, die die Methode anwenden und aber auch jeder Privatmensch, der einfach Lust hat, da zu lernen, wie er wissenschaftlich fundiert, ruhig, angst, stressfrei, dass er trainiert, der ist natürlich bei uns in der AKA Andrea Kutsch Academy herzlich willkommen. Aber daher folgt bei mir natürlich auch unheimlich viel in meinen YouTube-Videos aus wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen. Das basiert natürlich aus meinen ganzen Universitätskooperationen. Und in diesen Unwohlsein- und Schmerzetogrammen, da geht es in allererster Linie um die systematische Erfassung und auch die Kategorisierung von Verhalten von Pferden, das mit Unwohlsein oder Schmerz beim Pferd assoziiert ist. Also es geht nicht darum, konkrete Diagnosen oder Krankheitsursachen zu benennen, sondern es geht eher nur darum, dass du in die Lage versetzt wird, Verhaltensmuster wie Scharren, Kreiseln, Gewichtsverlagerung, Schweifschlagen, Gesichtsausdrücke, angespannte Nüstern, zusammengezogene Lippen, halbgeschlossene Augen, also was besser einschätzen zu können, wenn du am Pferd bist, dein Pferd zu Hause beobachtest oder fremde Pferde ins Training nimmst. Diese ganzen Videos und Bilder, die ich gleich zeige, die zeigen natürlich, welche Verhaltensweisen signifikant häufiger bei Pferden mit nachgewiesenem Schmerz auftreten. Also viele dieser Filme kommen aus einer Klinik oder sind dann entstanden nach einer Medikation oder nach einer Diagnose. Da kann man das natürlich am besten filmen und aufnehmen. Was du mit den folgenden Inhalten, die jetzt alle kommen und in dieser ganzen 7-teiligen Serie nicht machen kannst, ist, also du kannst nicht aus diesen Verhaltensweisen zwangsläufig bestimmte Erkrankungen ableiten. Natürlich siehst du die auch bei Koliken, Lahmheit, vielleicht auch mal bei Magengeschwüren und so weiter. Das heißt aber nicht, dass du anfangen kannst, das selber zuzuweisen oder selbst diagnostizieren zu können. Das kann natürlich dann nur der Tierarzt. Aber du kannst, wenn du solche Verhaltensweisen frühzeitig erkennst, dann natürlich unheimlich schnell reagieren, kannst das gut beobachten, kannst ein kleines Protokoll machen
dass du erkennen kannst oder aufschreiben kannst dem Tierarzt, das habe ich dann gesehen, das habe ich dann gesehen, so und so häufig ist das aufgetreten und so weiter. Da ist der dir natürlich unheimlich dankbar. Also du selber solltest aber eben halt jetzt aufgrund dieser Videos und Bilder keine tiermedizinischen Diagnosen abgeben. Ich will sogar ein bisschen davor warnen, einzelne Verhaltensweisen isoliert zu interpretieren, weil man muss ja schon auch immer beim Pferd die Gesamtbeurteilung im Kopf haben, ja? Also die Kombination aus mehreren Etogrammen, Signalen, Kontextbeobachtungen, wo war das, was ist da passiert und eben halt dann Experten dazu ziehen, wenn du denkst, dass da wirklich was ist. Aber das sind ja Etogramme, natürlich auch Schmerz, aber vor allen Dingen Unwohlsein. Und die sind mir eigentlich die allerwichtigsten, dass du schon mal erkennst, was weiß ich, wenn du ein Pferd im Kreis schickst irgendwo und du siehst ein bestimmtes Kopfkreiseln, ein bestimmtes Lecken, Kauen und so, dass du das auf etwas zurückziehen kannst und dann mit diesen Videos hier etwas anfangen kannst und das nicht unbedingt unter Schmerz abspeichern, sondern sagst, oh krass, jetzt fühlt sich mein Pferd echt unwohl. Also wenn ich in irgendeinem Video erkläre, dass Scharen, das Kreiseln, das Schweifschlagen oder verspannte Mimik oder so Hinweise auf Unwohlsein oder Schmerz sein können, dann ist das natürlich korrekt. Aber es kann natürlich selbstverständlich keine Diagnose ersetzen. Du kannst das also als Warnzeichen abspeichern und als Signal dafür, dass du mal genauer hinschaust und dann eben halt auch gegebenenfalls den Tierarzt einschalten kannst. Wir haben ja da habe ich ein paar Videos zugemacht, die IBEC-Pyramide entwickelt. Und in dieser IBEC-Pyramide, das sage ich in vielen Videos, die geht immer von unten nach oben. Darum passt natürlich diese Serie Unwohlsein und Schmerz unheimlich gut zu den IBEC-Pyramiden-Videos, weil die allererste Stufe hier unten, die physiologischen und psychologischen Bedürfnisse des Pferdes, die gedeckt sein müssen, also Basisbedürfnis für Sicherheit, Gesundheit, Selbstwert, Selbstbewusstsein und so weiter, das liegt natürlich in dieser Stufe liegt natürlich drin, dass dein Pferd sich super wohlfühlen muss, wenn du trainierst, gymnastizierst, reitest oder ausbildest oder junge Pferde antrainierst oder so. Und da passt das natürlich jetzt inhaltlich unheimlich gut zu, weil dir das nochmal so ein bisschen Hinweis geben kann auf so versteckte Botschaften. Weil das ist ja nicht unbedingt so common, dass Leute jetzt andauernd irgendwo in Training oder Ausbildung schon mit solchen Etogrammen arbeiten. Aber du hast natürlich den Vorteil, hier in meinem Kanal dir solche Informationen geben zu lassen. Also, los geht's. Was ist überhaupt so ein Equine Discomfort Ethogram? Das ist an einer Universität entwickelt worden und das Ethogramm ist also eine systematische Sammlung von Verhaltensmerkmalen bei Pferden. Wir haben unheimlich viele davon auch entwickelt für Training und Ausbildung. Das kommt auch häufiger mal in meinen Videoanalysen vor, wenn ich ein Verhalten angucke, dass du dann nachgucken kannst, okay, krass, wenn der Schweif so steht, das Ohr so steht und das Pferd sich so und so bewegt, dann ist das zu übersetzen mit, jetzt drückt es das und das aus. Und die hast du vielleicht auch schon in meinen Vorvideos gesehen. Und im Grunde genommen ist dieses Equine Discomfort Ethogramm nichts anderes, außer dass das eben halt sich rein auf die Verhaltensmerkmale von Unwohlsein und Schmerz konzentriert haben. Entwickelt wurde das von Catherine Torchivia und Sue McDonald. Hi. Just in case if you're listening and taking a look at this, I appreciate it. Thank you. I appreciate all your hard work. Okay, also Sue hat mir alles zur Verfügung gestellt, so dass ich damit gut arbeiten kann und wir verwenden das eben halt, wie gesagt, in der AKA. Und das ist von den beiden an der University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine entwickelt worden und ich darf diese Inhalte mit euch teilen und darauf freue ich mich jetzt. Also, das Ziel dieser Videoreihe ist, euch ein Tool zu geben. Ein Tool für Pferdefreunde, Pferdetrainer, Tierärzte, so dass man ein Tool hat, mit dem man Schmerzen oder Unwohlsein frühzeitig erkennen kann und dann auch schnell agieren kann. Das ist ja im Sinne der Arbeit mit dem Pferd, im Sinne des Trainers. Und wie ich schon eben gesagt habe, wir in der AKA und alle unsere IBEC-Trainer, die nutzen diese Ethogramme, einmal die Trainingsethogramme, die wir entwickelt haben und dann natürlich auch die Ethogramme zum Schmerz und Unwohlsein. Und
für alle Mitglieder dieses Kanals. Ich freue mich natürlich, wenn jemand von euch Lust hat, Mitglied zu werden. Aber für alle Mitglieder jetzt schon mal die frohe Botschaft, dass ich auch noch spezifische Fallbeispiele aus unserer täglichen Praxis integrieren werde. Und das mache ich exklusiv für euch Mitglieder. Also das kommt bald. Ein bisschen Geduld. Erstmal machen wir jetzt hier 7-teilige Serie und dann kommt für euch im Mitgliederbereich auf jeden Fall noch kommen dazu noch umfangreiche Informationen. In diesem ersten Teil dieser Serie geht es um die Bewegungen von Kopf, Nacken, Maul und Lippen. Denn daraus könnt ihr unheimlich viel im Alltag während eurer Trainingseinheiten ablesen und auch eure Trainingspläne danach ausrichten. Also kann ja sein, dass man beim Pferd etwas gemacht hat, angefangen hat und dann eben halt entsprechend festgestellt hat, oh Mann, Mist, das Pferd leckt und kaut die ganze Zeit oder schüttelt den Kopf oder macht bestimmte Sachen und dass ihr dann auf einmal eben halt erkennt, dass das jetzt viel zu viel Druck fürs Pferd gewesen ist und dann einfach den Trainingsplan anders gestaltet, vielleicht das Pferd noch mal rausnehmend aus der Situation, noch mal nachdenkt, vielleicht Videos anguckt, was ihr gemacht habt, wie das Pferd darauf oder auf was es ganz genau reagiert hat. Reiz-Reaktionsverhalten ist ja immer so unser Thema und dann kannst du eben halt dementsprechend deinen Trainingsplan anpassen und musst vielleicht noch mal einen Reiz erstmal ins Wohlsein des Pferdes bringen. Vielleicht ist ein Reiz, den du präsentiert hast, löst das Unwohlsein des Pferdes aus und dann kannst du es erkennen und dann kannst du den Reiz reduzieren, das Pferd mit dem Reiz vertraut machen, ganz isoliert und dann weitermachen. Und dann kommt dein Pferd vielleicht überhaupt gar nicht mehr in irgendeine Unwohlseinsszene rein. Wenn wir natürlich in den weiteren Folgen über Bewegungsapparat reden, da kommen natürlich auch so Sachen, ja, die dann auf echte Krankheitsbilder hinweisen. Aber darum habe ich gedacht, ich fange mal erstmal mit dieser schönen kleinen Serie an, mit also Kopf, Nacken, Maul und Lippen, weil du da im Training unheimlich viel ablesen kannst. Also ein Pferd spricht, das wissen wir schon, sieht man jetzt hier auch schon in diesem ersten Ethogramm, was ich jetzt die ganze Zeit hier auf dem Bildschirm habe. Also ein Pferd spricht, das wisst ihr alle, durch seine Körpersprache. Eine andere Möglichkeit mit uns zu kommunizieren hat es eben nicht. Und besonders die Haltung des Pferdes, Kopfhaltung, Beinhaltung, Körperhaltung können uns eben halt eindeutige Hinweise auf Schmerzen geben. Also viele solcher Signale siehst du eben halt auch im täglichen Ablauf am Stall. Wenn wir jetzt vom Kopf so hauptsächlich reden, dann reden wir von angespannten Nüstern, zusammengezogenen Augenlidern, aufgerissenen Augen, gespannten Lippen und so weiter. Und dieses Bild, was jetzt hier auf dem Bildschirm ist, das ist die rotierende Kopf- oder Ganzkörperbewegung, kommt auf an, zeige gleich ein Video dazu. Also das heißt, wir haben eine schnelle rhythmische Drehung des ganzen Körpers oder auch nur von Kopf und Hals entlang der Längsachse. Und ähnlich wie beim typischen Schütteln, wenn die Hautreizung mal haben oder Insekten oder was im Ohr oder so, das sieht so ein bisschen ähnlich aus. So eine rotierende Bewegung sind also oft verbunden mit irgendeinem, entweder mit irgendeinem verbundenen Belasten von irgendeinem schmerzhaften Bein, also kommt irgendwo aus den Gliedmaßen, wenn die im Takt irgendwo gehen, da kann das sein, dass das kommt. Und es kann aber auch aufkommen, natürlich während lang anhaltender Ruhephasen oder Unruhephasen, wenn sich eine Lebenssituation nicht so gut verbessert und damit geht auch einher, das mache ich mal gleich dazu und dann gucken wir beide Videos dazu an, dass auch so eine rotierende Kopf- und Ganzkörperbewegung dazukommen kann. Dieses Kopfschleudern, dazu habe ich sogar ein Video bei uns aus dem Training und zwar, wir gucken uns mal das erste Video an. Hier sieht man diese Kopfbewegung. Um die geht's uns.
Wenn du die siehst, auch im Stall, kann auch passieren, dass vielleicht ein Stallpartner weggegangen ist, jetzt alleine in der Box, super frustriert. Also eigentlich kann man echt immer sagen, ja, irgendeine Form von Frustration. Ob das mit körperlichen Schmerzen zu tun hat, was ich eben gesagt habe, eine Beinbelastung oder so, oder eben halt so eine psychische Situation ist. Und hier sieht man das zum Beispiel auch im Training vom Pferd hier. Der kriegt für die Vorbereitung für die Doppellonge so eine einzelne Longe mal um die Hinterhand und findet das gar nicht unangenehm, aber versteht auch nicht, warum es jetzt länger im Kreis gehen sollte. Und dann, wenn man das jetzt sieht und weiß, woher der Stimulus kommt, der kommt, weil ich die Longe da hinten dran gemacht habe, weil das Pferd in dieser kreisenden Bewegung ist, dann kann ich eben halt auch das Pferd schnell aus der Situation einfach wieder rausholen und einfach mit meinem Training weitermachen. Dass ich das Pferd also nicht lange in dieser Situation lasse. Und hier sehen wir das eben halt auch. Und das kann eben halt auch übergehen in so ein ganzes Kopfschütteln, Körperschütteln, Entschuldigung. Also entweder sind es diese einzelnen Kopfbewegungen, diese rotierenden Bewegungen, die wir eben hatten, oder das kann auch übergehen in dieses gesamte Schütteln. Und ich rede jetzt natürlich nicht davon, dass wir eine Situation haben, wo wirklich jetzt viele Fliegen sind und das Pferd sich mal schüttelt. Ihr müsst schon so ein bisschen natürlich darauf gucken, womit haben wir es zu tun. Also macht das Pferd das regelmäßig, unregelmäßig? Sind da jetzt viele Fliegen, dann rennen sie vielleicht auch rum und dann macht das die ganze Gruppe. Das ist dann auch nochmal so, ist das Pferd besonders empfindlich oder so. Aber auch wenn es besonders empfindlich ist auf Mücken und ein Ekzem hat oder so, dann ist halt die Frage, ja, ist es jetzt so happy und so doll, wenn ich uns damit den ganzen Tag auf der Koppel oder auf dem Paddock stehen lasse, wenn das Pferd Unwohlsein damit ausdrückt. Also das muss man sich eben halt einfach immer fragen und man muss auch so ein bisschen Common Sense einsetzen und dann eben halt gucken, ja, sollte ich die Lebenssituation verändern oder nicht? Dann haben wir hier wiederholtes Nicken von Kopf und Hals, also nicht so rhythmisch wie eben bei diesem einen, sondern etwas unrhythmischer. Ich muss hier immer so ein bisschen gucken, dass ich die richtigen Videos dann anklicke. Und das Verhalten wird oft mit so einer anhaltenden Frustration, bei anhaltendem Unwohlsein in Verbindung gebracht, besonders wenn das Pferd keine bequeme Haltung findet. Also wenn es sich einfach echt unwohl fühlt. Genau, dieses Kopfnicken. Um das geht es uns und da sollten wir auch immer ein Auge drauf haben. Dann haben wir Nasenwerfen, die Nase schlagen, hochschlagen, so hochschnellen von Kopf und Nase nach oben. Das ist nicht rhythmisch, sondern eher Ausdruck anhaltender Frustration. Das ist das, was man dann, wenn man das Training wie eben mit dem Pferd an der Longe weitermachen würde, das erste übersehen würde, dann, das mache ich für den Mitgliederbereich auf jeden Fall im Training, weil das sehen wir dann häufig, es ist so eine richtig stark kreiselnde Bewegung. Genau. Okay, super. Dann haben wir so ein abgekürztes Weben. Ihr kennt wahrscheinlich das normale Weben. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier vielleicht ein bisschen. Doch, das ist das Video. Das ist so ein abgekürztes Weben. Also ein rhythmisches Hin und her bewegen von Kopf und Hals zur Seite. Typischerweise ist das ohne ausgeprägte Gewichtsverlagerung oder Bewegung der Vordergliedmaßen. Das ist schon auch eher sehr stark und sehr psychisch, dann ist schon fast so Boxenwalking. Es gehört wirklich schon zu dann Problempferdetraining eigentlich, dann ist das Pferd in einer wirklich leidenden Situation. Also nicht, hiermit ist jetzt nicht dieses stereotypische Bewegen gemeint wie beim Weben, beim eigentlichen,
sondern es ist ein Hin und Her wiegen von Kopf und Hals. Also ein abgekürztes Beben. So, hier haben wir es zu tun mit diesem Bild jetzt mit, das ist super interessant, such schnell das Video dazu raus, weil hier geht es um so sympathische Reaktionswellen. Und die erkläre ich auch, also Zunge rausstrecken, lecken, kauen, kratzen, solche Sachen. Mal gucken, ob ich das richtige Video angeklickt habe. Also das ist so ein Bündel autonomer Reaktionen nach einer sympathischen Aktivierung. Also darunter Speichelfluss, das führt zu Kaubewegungen, Schlucken, Zungen rausstrecken oder so ein Autopflegeverhalten, Reiben des Gesichtes auch an Vordergliedmaßen. Dieser Begriff Sympathetic, der bezieht sich jetzt nicht auf nett oder so, sondern auf das medizinische Fachgebiet des sympathischen Nervensystems. Da habe ich schon öfter drüber geredet, rede ja auch öfter drüber. Das hat immer wieder zu tun mit dem berühmten Lecken und Kauen, was bei den Pferdeflüstern häufig hervorgerufen wird als Zeichen der Unterdrückung. Aber in Wahrheit hat das mit dem autonomen Nervensystem zu tun, sollte vermieden werden, weil gehört auf jeden Fall zum Unwohlseinsetogramm. Also das autonome Nervensystem besteht ja aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Also der Sympathikus, Fight oder Flight, Aktivierung, Stressreaktionen, und der Parasympathikus, Rest and Digest, also Beruhigung, Regeneration. Also was bedeutet jetzt hier dieses Sympathetic Surge? Dieses Sympathetic Surge ist eine plötzliche Aktivierung des Sympathikus. Also was passiert da? Erhöhter Puls, Muskelanspannung, Fluchtverhalten, Stressreaktionen. Und wenn dann das kann man auch hervorrufen, wenn man das Pferd im Kreis schickt irgendwo, ja? Oder darum sollte man nicht Einzellonge, da sehen wir das auch viel, wenn die Pferde das machen. Solche Anzeichen zeigen, dann fühlen sie sich getrieben, und das kann man an der Doppellonge besser ausgleichen, weil man einen besseren Kontext für das Pferd herstellen kann, dass es sich also nicht gejagt fühlt, also nicht in das Fluchtverhalten versetzt wird, weil wenn diese Stressreaktion dann nachlässt, dann zeigt das Pferd eben halt häufig die Sympathetic Surge Resolution Signs, also Zunge rausstrecken, lecken, kauen, kratzen, schmatzen, also das sind typische Anzeichen dafür, dass der Körper von der Stressphase in die Entspannungsphase wechselt. Das heißt also, das Pferd hat aber eben auch entsprechend vorher Stress gefühlt und ist in seiner Wahrnehmung so gewesen. So, dann richtig coole Geste, finde ich, zu wissen, ist dieses häufige Gähnen. Wir sehen das ganz oft im Training. In Training und Ausbildung von Pferden. Wenn wir den Pferden, habe ich das richtige Video? Wenn wir den Pferden, da brauche ich mal einmal die Brille, das ist etwas klein geschrieben. Ich klicke nochmal zwischen den beiden hin und her. Genau, doch, hier sehen wir gleich ein häufiges Gähnen. Ich ziehe das mal einmal noch mal ein bisschen größer hier. Ja, super. Habe ich jetzt gerade auch ein bisschen schlecht erkennen können. Das ist ein bisschen weiter weg, aber jetzt konntest du es wahrscheinlich auch gut sehen. Ein bisschen rangeruht. Wir sehen dieses häufige Gähnen oft in Training und Ausbildung, wenn wir für das Pferd so eine richtig krasse Sache machen, ja. Und das Pferd das lernen soll, mit einem bestimmten Stimulus umgehen zu können, keine Angst davor zu haben oder so. Und wir die dann wieder zurück in die Box bringen. Und wenn die dann so unheimlich viel gähnen, also mehrere Gähner in einer Serie, oft mehr als 3 bis 5 Mal, was über das normale Maß des Gähnens also hinausgeht. Und das ist verbunden mit der Veränderung im sympathischen Tonus. Also kann
auch zusammenhängen mit Lecken, Kauen, Zungen rausstrecken, kann damit in Zusammenhang auch auftreten und ist Teil eines sympathischen Reaktionszeichens. Also was sagt mir das dann für mein Folgetraining, dass ich vielleicht in der nächsten Trainingseinheit das Training ein bisschen ruhiger gestalte, nicht ganz so viel mache, vielleicht etwas weniger mache. Wir sagen plakativ im Training auch oft, das Pferd hat nicht so viel Sauerstoff zur Verfügung gehabt, weil er nicht normal, natürlich tief ein- und ausgeatmet hat, weil wir ihn doch in eine Stresssituation gebracht haben. Manchmal passiert das ja auch aus Versehen oder in einer Situation, wenn irgendein Drama passiert, wo man dann gar nichts für kann oder so. Und dann sollte man eben halt einfach nur im Kopf haben, okay, wir müssen beim nächsten Mal das etwas anders gestalten, etwas weniger. Also der hat echt lange die Luft angehalten, sagen wir so immer plakativ. Das ist natürlich nicht ganz richtig, aber ein bisschen eben schon. Weil das sympathische System natürlich auf Angst und Stress und Druck reagiert. So spontane Flemenreaktionen, die sind auch ein kleiner Teil des Ganzen. Sehen wir auch häufig. Und das ist jetzt nicht das Flemen, wenn das Pferd mal an euch gerochen hat, einen neuen Geruch wahrgenommen hat und plötzlich ganz entspannt neben euch steht und jetzt plötzlich mal flemt, sondern hier rede ich schon eher so von dem Flemen, das eben halt Anheben des Kopfes, Hochziehen der Oberlippe, wie ihr das kennt, um die nasalen Flüssigkeiten in die Organe zu leiten. Und im Normalfall ist das eine soziale Geruchsreaktion, kann aber außerhalb dieses Kontexts, wenn das Pferd also alleine in der Box steht oder in einer Situation ist, wo man sich so wundert, so krass, warum flemt denn der jetzt? Dann gehört das eben halt auch zum Bereich des Unwohlseins. Dann haben wir das Zucken oder Zusammenziehen der Lippen. Das sieht man häufiger, muss man schon auch ein bisschen genauer hingucken, dass man das sieht. Das heißt also, ich kann es gleich noch mal ein bisschen größer machen, das sind so unwillkürliche Bewegungen im Zucken der Lippe und auch in den Nüstern und auch häufig mit Entspannung herabhängender Unterlippe verbunden. Wenn die jetzt tiefenentspannt im Stall stehen, ja, das ist eine Sache. Aber wenn das Pferd in einer Trainingssituation ist, nach einer Trainingssituation ist, nicht tiefenentspannt, sondern das jetzt so aussieht, als auch wenn das Pferd so in der Box steht. Ja, das ist auf jeden Fall dann ein Anzeichen des Unwohlseins. Darauf achten, man muss nicht immer gleich in Panik geraten, aber hingucken. Und Bewusstsein, ne? Was habe ich vorher mit dem Pferd gemacht? Was habe ich trainiert? In welche Situation habe ich das Pferd gebracht? Was habe ich getan? Was ist vorher passiert? Was hat er gegessen? War er draußen? War er auf der Koppel? Ist er drin? Sind seine Kumpels alle im Stall? Und einfach nur mal bewusst wahrnehmen und dann noch mal vielleicht ein paar Stunden später gucken, hat sich das verändert und dann vor allen Dingen darauf achten, wenn ich dann am nächsten Tag noch mal genau das Gleiche mache und ich wieder sowas erlebe, dann ist das schon ein Warnzeichen. Dann muss ich überlegen, ob ich nicht viel zu viel Druck gemacht habe oder vielleicht auch die Situation verändern kann oder sollte. Last but not least für heute haben wir so eine Kopfneigung. Jetzt nicht erschrecken, das Pferd hat so Elektroden dran, das ist in der Klinik, aber nur um herauszufinden, was es hat. Sehen wir aber auch oft mal einfach so, wenn wir Pferde im Training haben. Wir haben ja auch viele Pferde im Training. Wir nehmen auch Einzelpferde ins Training. Schreibt uns gerne, wenn ihr das wollt. Aber auf jeden Fall hier sehen wir dann doch manchmal das Halten oder Neigen des Kopfes zu einer Seite.
so dass die mittlere Längsachse, also diese Sagittalebene des Kopfes, nicht mehr vertikal ist. Das ist der Punkt. Ja, es ist nicht mehr vertikal, sondern es verändert sich. Manchmal sieht man davon nur so ein paar Folgen und dann hört das wieder auf und dann kann das sein, dass das Pferd das eben halt entsprechend nochmal macht oder noch mehrfach wiederholt und dann ist immer ein Anzeichen, ja, reinzuschauen. Also, guckt genau hin, das ist auf jeden Fall meine Message und dass euch keine Geste entgeht. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch und es kommen halt, wie gesagt, jetzt auf jeden Fall 7 Folgen, nicht 10, 7. Und ich möchte aber noch auch euch auf jeden Fall bitten, also Folge 2 kommt. Ich mache das jetzt relativ schnell hintereinander, aber ich wollte euch auch unbedingt bitten, nicht vergessen, wenn euch das Video gefällt, bitte Glocke aktivieren und das alles liken und natürlich, wenn ihr wollt, werdet Mitglieder, da gibt es extra Videos, die nicht für die Öffentlichkeit sind, da könnt ihr Pferdefreund sein oder Trainingspartner, wenn ihr Trainingspartner seid, analysiere ich auch eure Pferde und mehr Inhalt gibt es natürlich auf unserer Webseite, vor allen Dingen, falls ihr dich auch ihr euch für eine Ausbildung interessiert und das selber lernen wollt. Also vielen Dank fürs Zuschauen, freue mich ganz doll und bis bald. Und es geht schnell weiter mit Folge 2. Alles Liebe. Bis dann. Ciao.